Willkommen zu einem Wochenende in Paris. Wir sind jetzt ein paar Tage in der Stadt und zeigen euch die schönsten Sehenswürdigkeiten und gehen natürlich auch auf den Eiffelturm hoch. Wir sind mit dem TGV von Stuttgart über Karlsruhe und Straßburg nach Paris gekommen. Die Anreise war gemütlich, sodass wir direkt nach dem Abstellen unserer Koffer die ersten Sehenswürdigkeiten der Stadt angesteuert haben. Und davon gibt's eine ganze Menge. Daher ist Planung sehr wichtig, wenn du in kürzester Zeit viel von Paris entdecken willst. Paris ist die Shopping-Metropole der Welt und es gibt einen speziellen Ort, der natürlich alles übertrifft, die Galerie Lafayette. Dieses Kaufhaus ist nicht einfach nur ein gewöhnliches Geschäft, sondern eine Kathedrale des modernen Konsums. Schon beim Betreten sieht man die gigantische Jugendstil-Glaskuppel, die wirklich sehr beeindruckend ist. Von High-Fashion-Marken bis hin zu französischen Delikatessen, hier gibt es einfach alles. Und ja, es ist sündhaft teuer. Aber keine Sorge, auch wenn dein Budget nur für ein Macaron reicht, kannst du dir zumindest auf der kostenlosen Dachterrasse einen grandiosen Blick über Paris gönnen, natürlich inklusive Eiffelturm. Für uns ging es weiter zum Louvre, einem der größten und berühmtesten Museen der ganzen Welt. Einst Königspalast beherbergt er heute rund 35.000 Kunstwerke und das berühmteste ist natürlich die Mona Lisa. Im unterirdischen Einkaufszentrum des Louvres gibt es die berühmte umgedrehte Pyramide, die du vielleicht aus Dan Browns Sakrileg bzw. der Da Vinci Code kennst. Wir haben uns als Andenken noch schnell zu dritt in eine Fotobox gequetscht und haben sogar besser gelächelt als die Mona Lisa. Wenn du die Kunst im Louvre bestaunen willst, musst du mindestens einen Urlaubstag dafür opfern. Der Andrang ist groß, vor allem am Wochenende. Buch dir daher deine Tickets bereits weit im Voraus. Einen Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Aber switchen wir jetzt mal zum Wahrzeichen schlechthin, dem Eiffelturm. 330 Meter hoch und über 10.000 Tonnen schwer ist er heute das meistfotografierteste Bauwerk der ganzen Welt. Und weil der Andrang so groß war, haben wir einfach mal Maria reingeschickt und ich und Fred, wir haben draußen brav gewartet. Wer die Aussicht genießen will, kann entweder die Stufen nehmen, perfekt für ein spontanes Beintraining, oder sich elegant mit dem Aufzug in die Lüfte schrauben lassen. Oben angekommen ein Panoramablick, der selbst die skeptischsten Paris-Kritiker zum Schweigen bringt. Ich habe es jetzt auch endlich hochgeschafft auf die zweite Plattform. Hat wirklich ewig gedauert. Unten der Security-Check, also ich habe es gar nicht geblickt, warum ich überhaupt eine Karte vorher geholt habe, weil dann die Schlange mit Ticketleuten, also die schon ein Ticket hatten und die kein Ticket hatten, die wurden zusammen durch den Security-Check geschickt. Also es hat dann wirklich ewig gedauert. Ich habe eine halbe Stunde mich anstehen müssen für den Security-Check und dann hat man danach nochmal anstehen müssen, damit man überhaupt in den Aufzug reinkommt. Und der Aufzug macht einen Stopp auf dem ersten Floor, also auf dem ersten Stock. Da können dann die Leute raus, die nur zum Restaurant möchten. Und dann fährt er aber direkt weiter, also man kann drin bleiben bis zum zweiten Stock. Da bin ich jetzt hier und hier muss man dann auch umsteigen in den Aufzug, der dann ganz hoch fährt. Und das mache ich jetzt gleich. Hier geht es jetzt hoch zum Aufzug und ich befürchte jetzt aber schon Schlimmes, weil in der oberen Etage ist es total voll. Also ich glaube, die stellen sich auch alle an für den Aufzug. Also ich muss oben wahrscheinlich auch noch mal lange warten. Aber ich gehe jetzt mal hoch und schaue, was da so los ist. Spontan den Eiffelturm zu besuchen ist eher nicht ratsam. Die Tickets, je nachdem an welchem Wochentag du kommen magst und wie weit du nach oben willst, die sind oft wochenlang im Voraus ausverkauft. Du solltest dir auch ausreichend Zeit für den Besuch nehmen und auch viel Geduld mitbringen für Warteschlangen vor den Aufzügen und den Sicherheitschecks. Einen Link zu den Tickets findest du natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ich bin jetzt ganz oben angekommen, also ich musste noch mal
Minuten anstehen, um zum zweiten Aufzug zu kommen. Und nicht wundern, als wenn man aus dem Aufzug rauskommt, dann kommt man erstmal auf eine Etage, die verglast ist. Aber man muss dann noch mal eine Treppe hochlaufen und dann ist man hier. Also hier ist dann wieder komplett ohne Glas und man kann super schöne Fotos und Videos machen, wenn man eine gute Aussicht hat. Ich bin jetzt hier oben angekommen und leider hat es angefangen zu regnen. Ursprünglich sollte der Eiffelturm nur etwa 20 Jahre nach der Weltausstellung im Jahr 1889 stehen bleiben. Heute ist er das Wahrzeichen der Stadt und Anziehungspunkt für rund 7 Millionen Menschen aus der ganzen Welt, was einem Tagesdurchschnitt von 20.000 Besuchern entspricht. Ich bin jetzt wieder unten und ich habe mal auf die Uhr geschaut. Ich war jetzt insgesamt 2,5 Stunden hier. Also vom ersten Eingang, bis ich jetzt wieder unten bin. Also ich denke, man muss schon etwas Zeit einplanen und heute ist Montag, es sind keine Ferien, also ich denke, am Wochenende ist durchaus mehr los. Ich habe das Ticket vorher online gekauft, ich weiß den Preis nicht mehr auswendig, aber wir blenden es auf jeden Fall im Video ein. Und ja, wie gesagt, 2,5 Stunden, also ich denke mal, wenn man am Wochenende kommt, muss man einiges mehr Zeit einplanen, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oben ist es sehr, sehr, sehr windig, also ich würde empfehlen, vielleicht irgendwas mitzunehmen, eine dünne Jacke oder so, weil es sieht wirklich extrem. Aber sonst war es super, super schön. Und ich gucke jetzt gleich mal, was Mario und Fred machen. Die waren natürlich nicht mit, weil, ja klar, Fred kann natürlich nicht auf den Eiffelturm. Und ich schaue mal, wo die beiden jetzt so abgeblieben sind. Hi! Hi, Schätzi, hi! Nachdem sich Fred wieder beruhigt hatte, sind wir kurz unser Reisebudget auf der Champs-Élysées vernichten gegangen. Hier reiht sich eine Luxusboutique an die nächste, von Louis Vuitton bis Chanel. Reich an Autos wird es beim Arc de Triomphe, ein wirklich beeindruckendes Monument mitten in einem völlig verrückten Kreisverkehr. Hier gibt es keine Markierungen, gefühlt auch keine Regeln, und wenn du dort mit dem Mietwagen durch musst, dann gute Nerven. Für uns ging es dann ins Viertel Montmartre, ein Viertel der Künstler, Kopfsteinpflaster und netten Cafés. Hier lebte einst Picasso und Van Gogh und heute ist es ein Paradies für Musiker, Maler, aber auch Taschendiebe und Trickbetrüger. Also ein bisschen aufpassen. Cash, cash, cash. Wir sind jetzt gerade mit der Seilbahn hochgefahren zum Montmartre. Es war nämlich in unserem Ticket mit drin. Also wenn man ein Ticket für die Metro hat, dann kann man auch die Seilbahn hier benutzen. Man könnte auch die Treppen hochlaufen. Das sind 222 Stufen. Aber wir sind heute schon relativ viel gelaufen. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen dann lieber die Seilbahn. Von außen strahlt Sacré-Cœur schon wie eine kleine Märchenkulisse. Aber wer nur auf den Stufen davor seine Selfies macht und nicht reingeht, der verpasst ein echtes Highlight. Denn das Innere der Basilika ist genauso beeindruckend wie die Aussicht von draußen. Wenn du bereit bist, weitere 300 Stufen in Kauf zu nehmen, dann kannst du auch auf die Kuppel von Sacré-Cœur steigen. Von dort oben hast du einen wunderschönen Ausblick auf Paris. Die Tickets für die Kuppel gibt's direkt am Eingang der Basilika. Noch ein kleiner Tipp von uns, wer auf der Seine noch ein bisschen rumschippern möchte, für den gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt einmal so diese typischen Fähren, mit denen kann man dann einfach hoch und runter fahren auf der Seine. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben so ein Hop-on, Hop-off-Boot genommen, nennt sich Bateau-Bus. Und man zahlt, also man kauft entweder ein Tagesticket oder ein Zweitagesticket. Ich weiß den Preis nicht mehr auswendig, aber Mario blendet es euch unten einfach ein. Das Zweitagesticket hat nur ein paar Euro mehr gekostet als das Ticket für einen Tag. Und ihr könnt wirklich den ganzen Tag oder die ganzen Tage mit dem Boot hoch und runter fahren. Und es gibt mehrere Stops, also wie beim Hop-on, Hop-off-Bus auch, gibt es hier mehrere Stops, immer an den Sehenswürdigkeiten. Und da könnt ihr immer wieder ein- und aussteigen mit eurem Ticket.
wollten jetzt eigentlich heute noch in die Notre-Dame-Kathedrale rein, aber wir wussten nicht, dass sie immer noch restauriert wird. Also man sieht sie hier hinten, sie ist noch komplett eingerüstet und sie wird in Teilabschnitten restauriert. Und so wie wir gelesen haben, macht sie erst im Dezember diesen Jahres wieder auf. Also können wir heute leider nicht rein. Ihr seht dieses Video etwas später, aber das ist euer Glück, denn seit dem 8. Dezember 2024 hat Notre Dame wieder für alle geöffnet. Unser Alternativprogramm war schnell gefunden. Wir haben nochmals Paris von oben genossen. Das ist noch so ein kleiner Geheimtipp und nicht annähernd so verrückt besucht wie andere Sehenswürdigkeiten in Paris. Wer übrigens nicht auf den Eiffelturm drauf möchte, für den gibt es noch eine Alternative. Und zwar, hier gibt es ein Observation Deck beim Montparnasse. Und das Gute ist, hier hat man auch einen super Ausblick, einmal in der Etage verglast und oben drüber gibt es nochmal eine Terrasse. Da hat man noch einige Stellen, wo es ein bisschen unverglast ist für Fotos und Videos. Und der große Vorteil, also auch für uns ist, wir konnten jetzt beide hier hoch, weil Hunde hier mit hoch dürfen, entweder in einer Tasche oder wenn man sie auf dem Arm trägt. Während sich alle am Eiffelturm drängeln, ist die Tour Montparnasse eine super Alternative. Der 210 Meter hohe Turm ist von außen richtig hässlich. Das sagt nicht nur ich, sondern auch die Pariser selbst. Aber der Blick über die Stadt und vor allem auf den Eiffelturm, die sind wirklich grandios. Auch der Preis ist natürlich hier viel günstiger als beim Eiffelturm. Wenn du mehr Infos möchtest, dann schau doch unten in die Videobeschreibung. Essen kann man da oben tatsächlich auch oder man lässt es und fährt wieder runter oder man winkt mal blöd oder noch besser, man gibt noch ein paar Tipps über Paris an die Zuschauerschaft. Die Metro ist oft schmutzig, müffelt oder fährt erst gar nicht, aber es ist immer noch die beste Art, sich durch Paris zu kämpfen. Nicht zu unterschätzen sind die gefühlt 100 Kilometer, die ihr am Tag unterhalb Paris beim Umsteigen mit einkalkulieren müsst. Wenn du nur wenig Zeit hast, sind die Angebote von Hop-on Hop-off-Bussen nicht die schlechteste Variante, um auch oberirdisch was von der Stadt zu sehen. Für die Sehenswürdigkeiten entlang der Seine ist der Bateau-Bus wohl die schönere Alternative. Parks gibt es eigentlich für eine Großstadt genug, aber da sind nicht immer Hunde erlaubt. Wenn du das siehst, geht's klar, aber viel häufiger wirst du Verbotsschilder sehen und das ist echt schade. Fred ist eigentlich immer gechillt, aber wir waren auch froh, dass er in eine Tasche passt. Die einzige Auslauffläche, die wir gesehen haben, war direkt neben Sacré-Cœur. Da gibt es einen eingezäunten Bereich und dort hat Fred dann Pariser Freunde gewonnen. Wenn du etwas mehr Zeit für Paris eingeplant hast, was wir dir raten, dann wollen wir dir noch 2 sehenswerte Viertel ans Herz legen. Zwar zählt es zu einem der ältesten Viertel von Paris, aber altmodisch ist hier gar nichts. Im Herzen des Viertels findest du das berühmte Kulturzentrum mit seinen auffälligen bunten Fassaden. Im Inneren gibt es Kunst aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Uns gefällt es hier aber vor allem wegen der Straßenkunst, die mal mehr oder auch mal weniger offensichtlich im Stadtbild verankert ist. Wer hier nicht genau hinsieht, kann zwischen echten und aufgemalten Fenstern keinen Unterschied erkennen. Das Marais-Viertel lädt also ein, etwas entschleunigter die Stadt zu erkunden. Neben den hippen Boutiquen und Concept-Stores gibt es hier nämlich genug Möglichkeiten, einen Gang herunterzuschalten und sich in eines der Restaurants und Cafés zu setzen. So haben wir es zumindest gemacht und haben in Törtchen und in Kaffee investiert. Im südlichen Teil von Pigalle ist das Pariser Rotlichtviertel. Wenn du schon in der Nähe bist, lohnt sich ein kurzer Abstecher. Die Sexshops haben zwar alle denselben großen Eiffelturm-Dildo im Schaufenster, aber nicht zuletzt wegen der Roten Mühle, Moulin Rouge, muss man dort mal gewesen sein. Das waren jetzt unsere Eindrücke aus Paris. Wir hoffen sehr, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben für das Video da und im besten Fall natürlich auch ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.